ist Selbstverständlichkeit, dass in der Schule so ein Workshop stattfindet. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wir haben alle Texte, die die Schüler in diesem Buch versammelt haben, mit vielleicht 2 Ausnahmen, die noch später nachgeschickt worden sind, miteinander durchgesprochen. Und damit ist diese Gruppe in einen literarischen Prozess gekommen. Und es war für mich eine besondere Freude zu sehen, dass auch hier ein Wachstumsprozess stattfindet. Und ich glaube, wenn das dem PEN ab und zu gelingt, junge Menschen zu ermutigen, ihre Stimme im Schreiben auszuprobieren, zu erheben, dann ist das doch etwas Wunderbares. Ich habe keine Wahl. Ihr müsst mich nicht kennen. So bin ich nun einmal. Ihr könnt mich alles nennen. Ich werde den Rat aber auch sicher nicht befolgen, weil ich den anderen Weg gegangen bin. Ich lebe in den Wolken. Ich lebe in mir selber drin. Ich werde weiter gehen, weiter irren, weil ich gehe wieder zurück. Sich auf eine lange Reise machen. In Sicherheit kommen sie, Stück für Stück. Doch eigentlich wollen sie nicht aus der Heimat hinaus. Da, wo sie ihre Wurzeln haben. Sie würden doch gern wieder in ihr eigenes Haus. Unter dessen Reste liegt doch alles begraben. Wieso also helfen wir diesen Menschen nicht, die erlebt haben, was wir uns gar nicht vorstellen können? Wieso sehen wir nicht in ihr Gesicht, anstatt uns zu fürchten und ihnen keinen Frieden zu gönnen? Denn wenn wir in ihrer Stelle wären, würden wir auch auf ihre Hilfe hoffen. Nicht, dass sie uns den Rücken kehren und sich denken, sie seien nicht betroffen. Mit einem elegant charmanten Handwink lehnte sie ab und wurde in einer Abgaswolke zurückgelassen. C'est la vie. Und weiter ging sie, ganz in Gedanken versunken. Sie dachte nach, wie sie es an solchen Tagen immer tat. Sie dachte über die Unterschiedlichkeit der Menschen, denen sie begegnete, nach. Mit den Menschenmengen, die sich auf der breiteren Straße tummelten, fiel auch endlich Sonnenlicht auf die Straße. Der Wind brachte das Abfahrtssignal eines Zuges mit sich. In der Nähe musste ein Bahnhof sein. Ein großer Uhrturm machte sich vor ihr breit. Der Schatten beugte sich tief über sie. Von der mittlerweile im Untergehen begriffenen Sonne und der mit sich gebrachten Wärme war auf diesem schmalen Schattenstreifen nichts mehr zu spüren. Sie wandte sich dem Turm zu und hob ihren Blick. Der Verputz blätterte ab und die Feuchte kroch aus dem Gemäuer. Sie legte ihre Hand auf die darunter weiß hervorkommende Mauer. Nicht kalte Verputz, sondern Moos gab ihr einen feuchten Händedruck. Sie löste sich aus dem Griff und ging in Richtung Bahnhof. Der Schatten des Uhrturms war gewandert. Den letzten Zug hatte sie zuvor abfahren hören und der Bahnsteig war menschenleer. Die Temperatur sank nun rapide. Von den 5 Neonröhren, die das Gelände erhellten, waren 3 ausgegangen. Ihr Atem bildete weiße Wölkchen, die langsam aufstiegen und dann zerrissen wurden. Sie setzte sich auf die ekelhafte Bahnsteigbank. Alle Bahnsteige waren immer so schmutzig, auch dieser. Sie sehnte sich nach den Bergen, die sich in der Ferne vor ihr auftürmten. Wenn nun Steine eines Waldweges unter ihren Füßen gegeneinander reiben würden, wäre das wie Musik für sie. Auch das unheimliche Säuseln des Windes, der ihr am Gipfel brutal ins Gesicht schlagen würde, wäre eine willkommene Massage. Doch dem war nicht so. Sie saß am Bahnhof. Du hast hier geschlafen und nun nicht im geringsten bemerkt, dass die 2 das Haus verlassen haben, meckerte sie. Du hättest aber auch merken können, dass dein ach so netter Freund das Zimmer, in dem du geschlafen hast, verlassen hat. Du kannst etwas dankbarer sein, immerhin habe ich dich vor ihm gewarnt. Können wir bitte damit aufhören, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen? Immerhin, so kommen wir auch nicht weiter. Es ist unser beider Fehler. Mandy schnaubte mich an, musste aber dann doch eingestehen, dass wir so nicht weiterkommen würden. Steht eigentlich der Geländewagen noch draußen? Ich schaute aus dem Fenster. Der Platz, wo der Geländewagen stand, war leer. Nein, sie sind anscheinend mit dem Wagen etwas talwärts gefahren, um dort im Wald zu jagen. Okay, dann ziehe ich dich an, wir gehen sie suchen. Schnell schlüpften wir in unsere Winterausrüstung, doch bevor wir das Haus verließen, hielt Mandy meine Hand fest.
Es gibt noch etwas, was ich dir sagen möchte. Was ist denn? Ich liebe dich. Und wenn das hier vorbei ist, möchte ich mit dir zusammenleben. Wir könnten von ganz neu anfangen. Mandy, ich verspreche dir, ich werde auf dich aufpassen. Ich liebe dich auch. Doch jetzt müssen wir uns beeilen. Michael setzte sich auf einen freien Sessel neben einen älteren Herrn. Er fragte sich, wie es zu dem Unfall kam. Seine Mutter fuhr doch sonst immer so vorsichtig. War sie angetrunken? Oder wurde sie von einem anderen Fahrzeug von der Straße abgedrängt? Oder war sie hinter dem Steuer eingeschlafen? Michael wollte gar nicht darüber nachdenken. Schon stand er wieder auf und ging nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Er bemerkte, dass dies eine seiner letzten war. Also machte er sich auf den Weg zu einem Zigarettenautomaten. Nach kurzem Suchen fand er einen und kaufte sich 2 Packungen. Seine Zigarette war da auch schon wieder aufgeraucht und er zündete sich eine weitere an. Er zog an seiner Zigarette und blies den Rauch wieder aus. Zwischendurch musste er manchmal leicht husten. Die Zigaretten werden dich eines Tages noch umbringen, Michael, sagte plötzlich jemand hinter ihm. Noch bevor er sich umgedreht hatte, wusste er bereits, dass sein Bruder Georg hinter ihm stand. Die werden mich nicht töten, verlass dich drauf, erwiderte Michael. Sie umarmten sich und gingen gemeinsam zum Krankenhaus, während Michael genüsslich seine Zigarette fertig rauchte. Als sie zur Rezeption kamen und sich nach ihrer Mutter erkundigten, befand sie sich immer noch im OP. Nun begann auch Georg immer besorgter zu werden. Die beiden setzten sich, nachdem sie sich beide je einen Vanille-Cappuccino beim Kaffeeautomaten geholt haben, hin und wechselten kaum ein Wort. Außer einem "Und wie geht's so?" und einem "Danke, geht gut" sprachen sie nicht miteinander. Die Zeit der Wecker kreischt. Dieses nervige Dröhnen jeden Morgen. Egal, ob Markus ausschlafen will oder nicht. Es ist Zeit aufzustehen. Er schwankt ins Bad, wäscht sich das Gesicht, um aufzuwachen, und schwankt weiter in die Küche, wo er 2 Scheiben Toast in einen Toaster schiebt. Markus geht zurück in sein Zimmer, um sich anzuziehen. Er setzt sich an den Esstisch, der Toast, ein Spiegelei und alles, was zu einem ausgiebigen Frühstück gehört, stehen bereit. Markus ist alleine in der Wohnung. Das Essen wird schnell verschlungen. Die Wände fangen an, sich wellenartig zu bewegen und der Boden fängt an, langsam zu zerbröseln. Markus geht über den Abgrund, der in einem roten Licht endet. Die Decke löst sich auf und warme Sonnenstrahlen scheinen herein und lassen überall Moos und Grün wachsen. Ein Regenbogen spannt sich über den Himmel und Raumschiffe fliegen umher. Das Wohnhaus verschwindet und unter Markus tut sich ein Ozean auf und er steht auf einem schwankenden Kutter. Die Crew und er ziehen das prall gefüllte Netz an Bord, während gewaltige Tropfen auf ihre Schulter. Der Regen klopfte aufdringlich von draußen. Sie saß da und starrte auf das rote Halstuch. Es hing noch feucht vom Waschen auf trockenem Sims. Langsam aber bekam es Flecken, wurde feuchter und feuchter vom prasselnden Tropfen, klopfenden Tropfen, zerdrückt vom ständigen Einschlagen. Sie starrte darauf, ihre Gedanken verloren, ihr Blick verschwommen vom Regen. Die Sicht war trüb, nichts war klar, die Augen müde. Ein Anhaltspunkt, das rote Tuch. Ein Anhaltspunkt in ihrer Verlorenheit. Schöne Erinnerungen erweckt es, das rote Tuch. So kraftvoll die Farbe sonst im regennassen Grau, das rote Tuch. Jetzt hing es kraftlos herab. Nass war der Sims, nass war die Farbe. Tropf, Tropf, Tropf. Es verlor die Farbe und sie verlor sich darin. Ich bin's, Michael, entgegnete er dem Lautsprecher. Komm rein. Michael war schon auf halbem Wege zum Haus, als er sich umdrehte und zu ihm meinte: Na, was ist? Wirst du kommen? Ja, geh du nur vor. Lauren wollte nun doch nicht mehr. Ganz plötzlich fragte sie sich, ob es eine gute Entscheidung gewesen war, mitzukommen. Wieso? Warum hatte sie das getan? Ihr Fiat sah so winzig klein vor dem mächtigen Anwesen aus. Was ihre Eltern wohl sagen würden, wenn sie ihr Auto sahen? Was würden sie überhaupt sagen, wenn sie nach all den Jahren wieder sahen? Aber jetzt war es zu spät. Einige Sekunden schossen ihr bewegt Gedanken und Erinnerungen durch den Kopf. Dann wagte sie es. Sie bewegte sich langsam, Schritt für Schritt auf das Haus zu. Michael schien sie schon angekündigt zu haben, denn auf einmal standen alle 3,
ihr Onkel, ihre Mutter und ihr Vater im Türrahmen der schweren Eichentüre und blickten ihr entgegen. Lauren kam sich blöd vor. Allein da auf dem Weg, der Kies knirschte unter ihren Sneakers, während sie von zwei Paar fremd gewordenen und einem Paar freundlichen Augen angestarrt wurde. Endlich erreichte sie die Treppe, die zur Eingangstüre führte. Sie zögerte kurz, doch da löste sich die Mutter von den beiden Männern ab und lief ihr die Stufen entgegen. Freudig hob sie beide Arme und rief: Lauren, wie schön, dass du da bist. Lauren wusste nicht recht, wie ihr geschah, aber im nächsten Moment spürte sie die Wärme ihrer Mutter und nahm den Duft ihres Amalie-Parfums wahr. Komm doch weiter, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und es klang nicht nach ihr, als Lauren diese Worte aussprach. Nein, wirklich, ich freue mich echt, ergänzte sie schnell, noch im gleichen Atemzug, in dem ihr aufgefallen war, dass diese Worte so unwahr geklungen hatten. Wenige Augenblicke später saß Lauren auf ihrem Lieblingsplatz im Wintergarten. Erst jetzt, als sie da saß und eine Tasse Tee trank, merkte sie, wie sehr sie ihre Eltern eigentlich über die ganzen Jahre hinweg vermisst hatte. Es war wunderschön für sie, wieder einmal hier zu sein und einfach nur über die Weinberge auf die Stadt Wien zu blicken. Ihre Eltern und Michael saßen währenddessen am großen Eichentisch im Esszimmer und unterhielten sich wie früher, wie in alten Zeiten. Ich habe einen Kopf geliebt, murmelte Ray, und Fox schüttelte den Kopf resigniert. Sie haben ihn umgebracht, vergewaltigt und umgebracht. Können Sie sich an die Tat erinnern? Ich, flüsterte Ray mir wieder. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn geliebt und umgebracht. Aber er ist hier in den Schatten. Er sieht uns zu, er sieht uns ständig zu. Mr. Ray, ich kann Ihnen versichern, niemand außer uns beiden und meinem Partner ist hier. Niemand sieht uns zu. Gestehen Sie die Tat, fragte Fox nun wieder betont ruhig. Und ich wagte mich erneut einen Schritt vor, beobachtete den Täter genau, der unruhiger wurde, je näher ich kam. Er sah mich an, sah mir in die Augen und flüsterte: Ich habe dich umgebracht. Wen haben Sie umgebracht? Fragte Fox nach. Und Ray antwortete ihm, ohne die Augen von mir zu nehmen. War Ihre Beziehung zu Joshua, Mr. Ray, vor und zurück, sah mir tief in die Augen und ich wusste ganz genau, dass hier etwas nicht stimmte. Er konnte nicht von mir sprechen. Und doch war da etwas, ein Gefühl des Wiedererkennens, als ich ihn ansah. Doch ich kannte diesen Mann nicht. Es war unmöglich. Unsere Beziehung, begann Ray, schaukelte hin und her und sah mich so intensiv an, dass ich den Drang verspürte, in den Schatten zu verschwinden. Ich kannte diesen Blick, diese Augen, irgendwoher. Ich habe dich geliebt, Joshua, und ich weiß, du hast mich auch geliebt. Du hast mich immer so angesehen. Ich habe sie in deinen Augen gesehen, die Liebe, und Augen lügen nie. Du bist gekommen, als ich dich gebraucht habe. Bist gekommen, als ich um Hilfe gerufen habe. Hast in die Luft geschossen, sie zu erschrecken, damit sie mich in Ruhe lassen. Dann hast du mich angelächelt und mir deinen Namen gesagt. Joshua, Gott hilft, der Name des Retters. Ein Kopf seist du, einer dieser Profiler. Ich solle mich nicht mit dir abgeben, hast du gesagt. Freundschaft mit Cops täte Leuten wie mir nie gut. Doch du warst mein Retter. Ich habe dich erst so gut zu sehen. Nicht überraschend war dieses Klima doch gang und gäbe in jenem Teil der Erde. Das Thermometer an der Außenwand des Flughafens zeigte 38 Grad an. Es war alt und zerkratzt und nicht modern. Denn es funktionierte noch mit Hilfe von Quecksilber und war nicht digital. Das Gerät war im miserablen Zustand und hielt sich gerade noch irgendwie an der bröckelnden Wand des Gebäudes. Im Großen und Ganzen vergleichbar mit dem Großteil des Staates. Der starke Sonnenschein wurde nur vom plötzlichen Blitzlichtgewitter in der Eingangshalle des Flughafens übertroffen. Ebenso begann der Boden zu erzittern, wie bei einem kleinen Erdbeben. Und wenn Sie weiterlesen wollen, müssen Sie das Buch kaufen. Als nächstes Anna-Chiara. Sie kommt aus Wien und sagt: Durch das Schreiben kann ich Impressionen und Erlebnisse zum Ausdruck bringen. Ich reise sehr gerne und viel und habe auch einige Zeit an einer kanadischen Highschool verbracht. Meine Freizeit widme ich dem Reiten, Klavierspielen